Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Der April begrüßte uns verregnet und kalt ist es heute. Dennoch möchten wir zusammen anschauen die Fortschritte, die im Garten passiert sind, und auch die ersten Kartoffeln müssen in die Erde. Ob es regnet oder nicht, der Gärtner muss weitermachen. Also, los geht's! Wie versprochen, heute ohne Umgraben. Die Kartoffeln sind schon mit ganz vielen Wurzeln und Keimlingansätzen. Auch die Zwiebeln, die kommen daneben und die möchten auch endlich in die Erde. Es regnet, also fördert es auch das Gleichwachstum. Im März haben wir bereits 4 Reihen Kartoffeln eingepflanzt. Das werden die Frühkartoffeln sein. Und jetzt, nach 3 Wochen, die nächsten 3 Reihen. Das ist dann die zeitversetzte Ernte. Und außerdem ist es auch nicht so schwer, so ein Kartoffelacker zu bearbeiten. Ist auch keine leichte Aufgabe. Umgraben werde ich mir sparen. Ich buddel einfach die Löcher in die Erde. Und irgendwann mal werden die Kartoffeln angehäufelt und gemulcht gleichzeitig, wenn die gekeimt sind. Ich mag ganz gerne die Kombination Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Die Zwiebeln und Knoblauch werden dann zeitig geerntet, wenn die Kartoffeln groß genug sind. Und die Kräuter, die wachsen natürlich von alleine. Es wird Melde und die Vogelmiere nochmal raussprießen. Also haben wir eine 5-mal Ernte dieses Jahr auf dem Kartoffelacker. Diese Grassorte ist das Weizengras. Das Weizengras verwende ich ganz gerne in der Küche, im Smoothie oder auch getrocknet in der Teemischung. Es sieht etwas dicker und auch ganz anders als normale Gräser. Das sind so kleine Gelenke und vielleicht hast du das Weizengras bei dir auch im Garten. Es ist zwar sehr invasiv, aber durch die dicken und großen Grassoden kannst du das gerne als Mulchmaterial dann verwenden und natürlich in der Küche. Da, wo es beim Einpflanzen nicht stört, lassen wir das gerne stehen und ernten sogar mehrmals im Sommer ab und mulchen damit die Beete. Ein paar Pflanzen lassen wir gerne abblühen und das Weizengras samt sich von alleine aus. Die Zwiebeln und Knoblauch stecke ich auch gleich mit rein und irgendwann mal in 3-4 Wochen werden die Zwiebeln auch zeitversetzt abgeerntet und die Kartoffeln haben einen Platz für sich. Also, nochmal zusammengefasst, ich habe eigentlich überhaupt nicht umgegraben und man sieht schon so eine kahle Stelle. Da habe ich lediglich Löcher gegraben und die Zwiebeln und Kartoffeln reingesteckt und es geht auch so weiter. Natürlich werden die Kräuter die Möglichkeit nutzen und ganz schnell die freien Stellen besetzen. Wie zum Beispiel Melde. Die rote Melde hat sich hier auf diesem Stück ausgesammelt. Die wird ja auch weiter wachsen über den Kartoffeln. Die werde ich dann abernten, in der Küche verwenden und die Kartoffeln dürfen einfach weiter wachsen. Letzte Woche stand noch hinter mir eine Gurkenkiste. Die wurde abgebaut. Die waren nicht mehr gut, die war morsch, aber es wird eine neue gebaut und durch ganz viel Regen, man kann es sehen, ist ein Teich geworden. Das passiert tatsächlich, wenn der Boden sehr lehmig ist, wie bei uns der Fall, also 50, 60 cm nach unten, da ist der Boden lehmig
Man müsste eigentlich für einen Teich nicht mal eine Teichfolie auslegen, nur den Lehm stampfen. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung. Natürlich, hier kommt die Gurkenkiste wieder zurück, die brauchen wir auch. Aber in einer anderen Gartenstelle würde ich das ausprobieren, ein Wasserloch und Lehm stampfen und mal schauen, was passiert. Daneben wächst sehr viel Brennnessel, die gehört natürlich abgeerntet und ab in die Küche. Ganz schnell noch die Vogelmiere sammeln. Die wächst dieses Jahr sehr üppig neben dem Spinat und Winterportulak. Das Ganze wird gewaschen und nochmal kurz abtropfen und pürieren. Ich mache das mit dem Naturjoghurt als Dressing oder Beilage. Vogelmiere, Winterportulak, Spinat und Brennnessel. Draußen ist es richtig nass. Ich bin in das Gewächshaus reingeflüchtet und hier ist genauso viel Arbeit wie draußen. Oh, es tropft. Ich bin wirklich sehr nass. Ja, die Kästen müssen nochmal gefüllt werden. Die Töpfe müssen nochmal für die Kürbisse vor Anzug gefüllt werden. Und eigentlich wollte ich zeigen, was ich so letztes Jahr schon ausgedacht habe, beziehungsweise nicht nur ich alleine, sondern diejenigen, die auch mit mir mitgärtnern. Und zwar waren das die Stützen hinter mir, so diese wilde Wirrwarr. Das waren die Stützen für die Tomaten, die sind auch über Winter stehen geblieben. Und jetzt hatte ich die Idee, dass man da auch mal die Kästen reinsetzt und die nochmal nutzt, bevor die Tomaten in das Gewächshaus reinkommen. Das dauert noch eine Weile. Also zeige ich mal. Das kann man tatsächlich so einklemmen und ein paar Töpfchen würden hier reinpassen. Es ist genug Licht, auch mal für die kleinen Tomaten darunter irgendwann mal. Also könnte diese Konstruktion wirklich bis Mitte, Ende Mai bleiben. Und zwischen den anderen werde ich genauso diese Platten einklemmen. Und das wird jetzt meine Aufgabe sein. Nächste Woche können dann die ersten Pflanzen von zu Hause ins Gewächshaus umziehen und nicht nur Dill, Petersilie und Basilikum wachsen dann neben Rucola, sondern auch ein paar Gürkchen, Zucchini und natürlich die Ölkürbisse, mit denen ich gerade experimentiere. Nächste Woche zeige ich mal dir, was alles zur Kürbisanzucht gehört und in welchem Rahmen ich auch mit Ölkürbissen ausprobieren werde. Für gewöhnlich pflanzen wir 2 Sorten ein. Das ist Butternut und Hokkaido-Kürbis. Die schmecken uns am besten. Der Knoblauch wurde schon im Oktober eingepflanzt. Jetzt ist er ganz schön groß und dazwischen kommen Mangoldpflanzen oder vielleicht die Petersilie. Die Stängel von der Zitronenmelisse und Brennnessel lasse ich noch etwas stehen. Das ist ein Winterquartier für Insekten. Daneben wachsen Weinreben und eigentlich würde darunter nichts mehr gedeihen. Zitronenmelisse und Brennnessel ist eine super Kombination mit Weinreben. Da haben wir mittlerweile mehr als genug. Gleich daneben auf einer kleinen Wiese breitete sich Girsch aus. Das ist meine persönliche Girschplantage.
Neben dem Birnen- und Quietenbaum stehen hier ganz viele Brombeersträuche. Die brauchen natürlich viel Wasser. Meine Beobachtung ist, dass die Gierschwiese besser das Wasser speichert für die Bäume als eine Graswiese. Zurück zum Kartoffelacker. Ich habe eine Johanniskrautpflanze entdeckt und da muss ich echt aufpassen beim Einpflanzen, dass ich solche wie Johanniskraut oder andere Kräuter stehen lasse. Die Zwiebeln kommen jetzt auch nach und nach über die Kartoffeln rein und dann ist die Arbeit auch schon erledigt. Die Rucola im Gewächshaus versucht jetzt in die Blüte zu gehen, also muss ich so viel abpflücken und diesen Prozess zu hemmen. Das reicht jetzt jeden Tag fast oder jeden zweiten Tag für einen Salat. Ich freue mich sehr. Rucola ist eine von meinen Lieblingspflanzen. Zu Hause wachsen natürlich ganz viele Chili-Pflanzen, Paprika, Tomaten und hier im Gewächshaus Anfang April möchte ich so ein Backup-Beet machen und eine Versuchsreihe starten. Falls zu Hause etwas nicht klappen soll mit der Anzucht, habe ich hier noch mal ein paar Pflänzchen, die vielleicht natürlich gewachsen sind im Gewächshaus. Die haben dann 2 Monate Zeit noch groß zu werden und können ins Freiland. Das versuchen wir zusammen und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie das dann auch tatsächlich gelingt. Dieses Jahr probiere ich das tatsächlich aus. Eine kleine Rille und ein paar Samen reichen erstmal. Wir beobachten die nächsten Wochen zusammen, wie sich das Ganze entwickelt und gießen jeden zweiten Tag an. Die gleiche Versuchsreihe möchte ich ganz gerne mit Amaranth starten und das heißt für mich Rille ziehen, die Samen rein, gießen und abwarten. Die Amaranthsamen sind sehr winzig, keimen sehr lange und bleiben auch wirklich sehr, sehr lange klein. Also haben die hier tatsächlich 2 Monate Zeit, sich zu entwickeln. Irgendwann mal werde ich die nach draußen mitnehmen und pikieren. Amaranth ist dabei ein perfekter Lückenfüller für später. Da, wo die Pflanzen vielleicht nicht so gut gedeihen und etwas nicht gelungen ist, werde ich dann tatsächlich die Pflanzen einsetzen. Ein großer Nachteil im Gewächshaus: die Pflanzen müssen alle 2 Tage gegossen werden. Das ist natürlich zusätzliche Arbeit, aber ich mache die sehr, sehr gerne. Nass, kalt und trüb ist es heute, aber irgendwie macht die Gartenarbeit trotzdem eine gute Laune. Wie ist es denn bei dir? Bist du bei diesem Wetter auch draußen? Mit Gummistiefeln und einer Regenjacke lässt sich doch das Ganze aushalten. Nächste Woche pflanzen wir Kürbisgewächse im Gewächshaus ein. Und wir schauen uns natürlich die Gartenveränderungen gemeinsam an. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.